Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Komaat. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es um das Triquetter. Das ist ein Symbol aus der Serie Charmed aus meiner Kindheit und das wollen wir heute als Dynamic Paint herstellen und dann animieren. Und dann lasst uns mal nicht lange drum rumreden, lasst uns anfangen und los geht's. Als erstes entfernen wir dann wieder alles. So, entfernen und wir starten mit einer Plane. Diesmal möchte ich sie quadratisch haben und sage dann einfach hier, ich nehme 12, damit ist sie 12 mal 12. Ich mache mit N das Side Panel auf bei Item und sehe auch 12 mal 12. Der Scale passt, ist bei 1 und damit haben wir den Boden, den Grund quasi fertig. Dann gehe ich mit 7 in die Top View und ich füge eine Circle Curve hinzu. Die sehen wir jetzt hier soeben. Und diesen Circle mache ich jetzt mit Tab, dass ich in den Edit-Modus komme. Und ich ziehe die beiden einfach mal länger. Die beiden minimal breiter. So, dann nehme ich den oberen und unteren und mache nochmal Scale X. Na, hier macht das jetzt nicht. Warum? Dann mache ich das einfach Scale, 1 und den auch Scale, 1. Dadurch haben wir schon mal das spitz zulaufende und wir haben ungefähr das Grund oder den Grund dafür. Dann gehen wir mit Tab wieder raus. Wir schieben den jetzt einfach mal ein bisschen hoch. G, Y und dann machen wir mal 2. Gucken wir mal, ob das am Ende passt. Dann möchte ich den natürlich jetzt dreimal haben. Einmal nach oben, einmal zur Seite und einmal zu der Seite. Das heißt, ich mache ein Shift D für Duplicate und dann sage ich R. Und da es 360 Grad sind und ich das auf 3 aufteilen möchte, sind das 120. Und den nehme ich jetzt mal, gehe und ziehe den nach hier unten so ungefähr hin, so dass es ungefähr passt. Und dann mache ich noch einmal Shift D, R 120, G und den ziehe ich jetzt auch da so ungefähr rein. So, und damit habe ich schon mein Dreieck. Dann mache ich A, noch ein Circle und den mache ich jetzt Scale und scale den mal ungefähr auf die Größe. G, Y. Jetzt gucke ich, dass ich ungefähr mittig in dem Dreieck hier in der Mitte bin. So. Und dann mache ich mir eben hier die Kollektion fertig. Das nenne ich dann Curve. Neue Kollektion Ground. Dann kommt die Plane da rein und dann machen wir direkt noch eine Kollektion. Die nennen wir Ball. Da kommen gleich die Kugeln hinein und dann machen wir direkt noch eine Kollektion. Und die nennen wir Camera and Liked. So, dann gehen wir auf Ball, fügen eine UV-Sphere hinzu. Die mache ich auf 64 und
und 32. Damit ist sie etwas aufgeräumter. Dann sage ich scale die auf 0,35. Könnte ein bisschen groß sein. 0,3. Nö. Ja, machen wir mal 0,3. Dann nehme ich die Kurven und scale die noch ein bisschen auf. So, und dann noch G, Y. So. Dann können wir jede Kurve einmal Scale, Scale, also alles einmal anpassen. Die Plane hat noch die Kugel. Mache ich die jetzt noch ein bisschen kleiner oder lasse ich sie? Weil hier in der Mitte ist dann schon eng. Ja, komm, ich mache die auf 0,5. So. Dann machen wir nochmal hinzufügen nicht, verkehrter Knopf und Scale. Damit ist da auch Scale adaptiert und dann können wir die jetzt zu einer Kurve hinzufügen. Das heißt, wir bleiben auf der Kugel und sagen hier Follow Path und dann nehmen wir mit der Pipette die erste, dann duplizieren wir die, Shift D, rechte Maustaste, X und Pipette, zweite. Und dann nehmen wir noch Shift D, rechte Maustaste, die und dann noch Shift D, Pipette und die letzte. So, damit haben wir alle Curves hier fertig. Und nun sollen die natürlich dann schön im Kreis laufen und sich bewegen. Das heißt, wir fangen jetzt an zu animieren, wie im letzten Video auch. Machen wir das hier über den Offset und 0 ist im Grunde der Anfangspunkt und 100 sind dann einmal komplett rum. Das heißt, ich nehme hier unten die Timeline, Doch bevor wir jetzt anfangen mit der Timeline, muss ich erst ein paar Sachen noch einstellen. Das heißt, ich gehe erst auf Render, gucke, dass ich im Cycles bin und in GPU Complete. Dann gucke ich auf Edit, Preference, Animation, dass ich hier auf Linear stehe. Und dann gehe ich hier auf den Output und ich möchte es in 4K. Allerdings übernehme ich jetzt, weil ich es quadratisch haben möchte, denselben Wert 2160 und ich möchte 60 Hertz haben. Das heißt, wenn ich 24 Frames habe, Frames per Second habe, bei 250 Frames sind das ungefähr 10 Sekunden und wenn ich 10 Sekunden bei 60 Frames haben möchte, wäre das 625 und 625 mal 3, weil ich die erste Runde nicht nehmen kann. Das zeige ich euch gleich aber auch nochmal wieder, warum. Nehme ich das dann hier auf eine 1875. So, dann tue ich direkt auch den Speicherort festlegen.
Nehmen wir den. Capped. Ich speichere das in demselben Ordner wie das letzte Video, nur dass ich für die Ausgabe einen eigenen Ordner erstellt habe. Gut, und dann sage ich hier beim ersten, bei 1, mache ich einen Keyframe, bei nichts und dann mache ich am Ende ein Keyframe bei 300, weil der soll sich ja dreimal drehen. So, Keyframe, dann machen wir den nächsten, machen wir 300 und dann einen Keyframe und dann am Anfang bei 0 einen Keyframe. Dasselbe machen wir jetzt für den auch nochmal. 0 Keyframe. (300) Keyframe und 300 Keyframe und 0 und ein Keyframe. Damit haben wir alle soweit abgedeckt und wenn ich jetzt laufen lasse, lassen wir das alles einmal rund laufen und wir haben eine schöne Animation. Cool finde ich das jetzt in der Mitte. Das hat in meiner ersten Möglichkeit nicht so gut geklappt, aber das hat irgendwie was. Gut, dann können wir jetzt mit dem Dynamic Paint anfangen. Das heißt, wir gehen als erstes auf die Plane, machen Dynamic Paint, Canvas lassen wir auch. Wir haben 1 bis 1875 Frames, das passt auch. Hier gehen wir auf Displays. Hier setze ich eine 2 rein und hier mache ich einen Haken rein und den setze ich mal auf 1000 und dann muss ich nachher ausgucken, wie es genau klappt. Genau, hier mit dem Displays Faktor entscheidet ihr, wie die Tiefe ist von dem, wie es reindrückt. Und da müsst ihr für euch gucken, was für euch am besten gefällt. Und jetzt gehen wir auf die Kugel, da machen wir auch Dynamic Paint, da müssen wir auf Brush wechseln und das war's dann hier. Dasselbe machen wir bei den anderen 3 auch. Tab, Tab, Brush, fertig. Dynamic Paint, Brush, Brush, fertig. Dynamic Paint, Brush, Brush, fertig. Und wenn wir jetzt das laufen lassen, wie wir sehen, passiert nichts, weil wir was vergessen haben. Und zwar gehen wir dafür mit Tab in den Edit Mode, rechte Maustaste, Subdivide und wir machen mal 100 Stück rein. Damit haben wir erstmal ein grobes Muster. Und dann gehen wir mit Tab wieder raus und wenn wir es jetzt laufen lassen, sehen wir, dass wir da jetzt das Muster haben und dann gucken wir mal, wann es ungefähr hier verschwindet. Da ist noch nicht ganz weg. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt erstmal so. Sieht ganz angenehm aus. Gut, dann machen wir mal eine Pause. Und hier sieht man jetzt nochmal, wenn wir jetzt gerade anfangen, haben wir die erste Runde kein ordentliches Muster. Und es soll ja dann, ja, ist jetzt beim Vorspringen blöd. So, lasse ich es noch einmal durchlaufen.
So, und wenn wir jetzt einmal rund sind, haben wir halt eben schon ein Muster und das ist nachher für das Durchlaufen, dass es dann als Schleife geht, wichtig, dass das dann funktioniert. So, das heißt, ich lasse es nochmal eben durchlaufen. Das heißt, wir haben das jetzt soweit fertig und jetzt müssen wir das noch ein bisschen schöner hinkriegen. Dafür gehe ich noch einmal mit Tab rein, mache Subdivide und mache es nur um 1. Sieht man ja, dann wird es schon mal doppelt so viel. Müsst ihr gucken, ob euer Computer das mit handeln kann. Und dann mit Tab wieder raus. Und wenn man jetzt auf Play geht, sieht man schon, dass es deutlich sauberer aussieht. So, und wenn man jetzt sieht, tut er auch deutlich tiefer eindrücken. Ja, wir können ja mal auf 1 stellen und lassen den nochmal von Anfang laufen. Da sehen wir dann, dass es nicht so tief ist und dass er dann auch deutlich eher hier wieder zurück ist. Können wir gleich mal aus Spaß angucken, was besser wirkt. Gut, dann wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner kriegen. Wir bleiben auf der Plane und sagen dann, wir machen einen Smooth hinzu. Dann stellen wir hier Cavity ein und dann können wir hier noch ein bisschen einstellen. Bei dem anderen Projekt war es ungefähr jeweils bei 1,4, wo es dann schön aussah. Und dann machen wir hier den Smooth, setzen wir mal auf 20. So, damit ist das Ganze schon mal noch deutlich runder. Und jetzt können wir noch einen Subdivision drüber ziehen und dann ist es nochmal sauberer. So, dann gehe ich nochmal auf die Plane, weil ich das dann nämlich, als erstes speichere ich das jetzt mal, bevor es mir wirklich noch abstürzt. Und das nennen wir dann jetzt Test 02. Save. Und dann möchte ich das Ganze jetzt einmal baken. Jetzt geht er wirklich so eben weg, wenn er dann da ist. Schauen wir mal, wie es dann damit am Ende aussieht, sonst tue ich den Displace-Faktor noch mal ein bisschen höher setzen. Aber das lassen wir erstmal jetzt so. Und ja, also vom Grund her ist die Animation jetzt fertig. Jetzt können wir eine Kamera hinzufügen. Kamera. Und die Kamera möchte ich, dass die auch wieder einen Focal Length von 100 kriegt. Die sollte jetzt direkt 4x4 sein und ich gehe mal eben Z ein Stück hoch
und sage mal, mit 0 will ich in die Kamera. Ja, ich war nicht gerade von oben. So. Und dann machen wir den mal raus, zoomen. So. Und damit sind wir jetzt komplett oben drauf. Ich drücke mal F12, wie ein Render jetzt aussehen würde. Ja, klar, habe kein Licht. Damit war das eine blöde Idee. Man sieht viel. Gut, Kamera ist fertig. Machen wir Shift A und wir tun ein Licht hinzufügen. Area Light. Dann gehen wir mit 0 eben aus der Kamera raus. Mit 7 in die Top View. Gehen wir da oben auf die Ecke. Dann machen wir 1 und wir führen mal G, Z, gehen wir mal so 2,5 Meter hoch. Dann tun wir mal, dann machen wir Z mal 3. So, dann machen wir R für Rotation. Wir ziehen es mal bis nach da hinten ungefähr hin. Mit 7 nochmal in die Top View. Rotation so relativ mittig drüber. Dann nochmal 1. Ich will noch ein bisschen runter, dass ungefähr die Mitte vom Licht, Mitte hier vom Feld ist. 7. So, 1, 7. Okay, bin ich mit zufrieden. Lassen wir so. Dann scale ich das Licht. Scale. Und ich gehe mal auf so, ja, machen wir mal 5. Und dann auch eine Leistung von 1500 und ich mache es auf eine Disk. Und damit haben wir jetzt Licht. Und wenn wir jetzt in den, was ist das, Rendered View gehen, haben wir jetzt hier Licht über das ganze Spielfeld. Oder ja, Spielfeld, über die Animation. So, das heißt, jetzt fehlt uns noch das Material. Und dafür mache ich jetzt dann mal eben den Shader Editor offen. Das machen wir genauso wie beim letzten Mal. Wir nehmen das Material, was schon vorhanden ist. Dann setzen wir eine Color Ramp und davor dann das Liked Path. No, nicht das Liked, das Layer. Layer Waked. So. Gehen wir hier vom Facing auf Faktor und Color auf Color und dann ziehen wir da, raffen es runter. Und da habe ich mir jetzt 2 Farben ausgesucht. Die erste Farbe wird ein 9D8341FF und das ist so ein Gelb-Gold-Ton. Und die zweite ein Hex von FF00A7FF und das ist ein Rosaton. 0,98 mache ich jetzt mal. Das ist ein bisschen viel, machen wir 0,97. So. Ja, das gefällt mir dann besser. Dann kopiere ich die beiden. Copy und gehe dann auf eine Kugel, mache neu und mache Paste.
Color rüber, Roughness rüber. Gucken wir mal eben hier nochmal. Ja, auch Roughness war runter. Und hier müssten wir dann eine 0,65 mache ich mal. Genau, damit haben wir außen den Rand. Und dann passt das. Und dasselbe wollen wir bei den anderen 3 Kugeln auch machen. Das heißt, wir nehmen die, die und die. Und die als letztes machen dann Ctrl L. Und dann machen wir Link Materials. Damit haben wir das schon mal fertig. 0, erstmal wieder aus der Kamera raus. Und dann haben wir hier unser Symbol fertig mit den Kügelchen und unsere Animation. Und dann gucken wir noch einmal. Genau, dann machen wir jetzt auf Render. Color Management möchte ich das Ganze auf Filmic stellen und dann auf High Contrast. Und dadurch haben wir ein ganz anderes Bild. Und dann bei Light Path fürs Rendern gleich machen wir alles auf 1 und die beiden können ausgeschaltet werden. Damit haben wir die Grundeinstellungen fertig und wir können es jetzt noch einmal durchlaufen lassen. So, und da wir hier jetzt das Problem haben mit unserem Anfang, machen wir jetzt hier den Startpunkt. Eine Umdrehung macht er bei 625 Frames, also müssen wir bei 626 anfangen. Und enden tun wir dann bei 1250. Und damit haben wir hier von dem Ganzen, was wir haben wir dann nur das mittlere Stück. So, wir haben Smooth, Dynamic Paint, den. Und dann machen wir jetzt mit F12 erst noch einmal ein Probe, wie es nachher aussieht. So, ja, das sieht doch schön aus. Hier glitzert es schon, da in der Kugel sieht man was, da. Damit wäre das schön. Und wenn wir jetzt den hier reinsetzen und sagen dann Play, dann haben wir nur diese Rundung, die er fährt. Und damit sind wir dann quasi durch und haben einen schönen Loop. Gut, damit haben wir das. Dann gehe ich wieder in den Solid View, damit wir die Rechenleistung nicht verschwenden, und dann speichere ich noch einmal ab. Save. Ich gucke noch einmal, dass mein Speicherordner auch richtig ist. Video 2 passt und dann sage ich Render Animation. So, damit sind wir mit dem Rendern fertig. Wir können das Fenster schließen und dann speichern wir noch einmal ab. Save, Save As wollte ich nicht, einfach nur Save. Und dann gehen wir auf Neu. General wollen wir nicht, wir wollen Video Editing. Hier stelle ich den Timecode aus, weil ich mag einfach die Frames lieber. Dann stelle ich
das Bild ein, dann stelle ich die Frames per Second ein und hier können wir erstmal auf 625 stellen und dann das nachher noch anpassen. Hier gehen wir auf unseren Ordner, wo wir das reinspeichern möchten, Kept, und damit können wir dann hier reinklicken und wir sagen Shift A und dann Image Sequence importieren. Wir gehen auf in unseren Ordner und dann sagen wir Add Image Script und damit haben wir hier unsere Animation. Wenn wir es jetzt durchlaufen lassen, geht das schön sauber und fängt dann wieder von vorne an. Jetzt möchte ich, wie beim anderen auch, Musik nehmen. Ich nehme wieder eine Musik, die ich bei YouTube runtergeladen habe. So. Fängt direkt am Anfang an. Ich mache die Musik wieder auf 0,5, dann passt das besser bei mir mit der Lautstärke. Und dann sieht man schon, dass die Musik deutlich länger ist. Und dann mache ich einfach das Shift D für Duplicate. Und dann machen wir das so. Dann können wir noch einmal wieder rüber gehen. Jo, passt vom Übergang. Dann gehen wir weiter. Shift D. Machen wir das noch einmal. So, dann. Jo, passt. Rüber. Shift D. So. Passt auch. Shift D. Na. So. Geht auch übereinander. Und hier cutte ich mal den Sound. Oder wie viel ist das ungefähr? Ja, das wäre ein halbes. Ne, da hier cutte ich jetzt mal den Sound. So. Dann scrollen wir mal rein. Jo, das passt. So, jetzt müssen wir eben einmal zum Endframe. 3, 1, 2, 5. So. So, dann können wir sagen, wir gehen mal nach hier. Hier machen wir für die Musik einmal einen Frame. Dann gehen wir bis nach da und gehen auf 0. Machen auch einen Frame und dann haben wir das Abfallende. So, und damit passt das dann. Übergang passt auch. Kein Hoppler oder sowas. Ja, passt wunderbar. Gut.
Damit wäre diese Videosequenz fertig. Dieser Clip, wir speichern einmal. Ich nehme wieder 2 und mache Video dahinter. Und dann sage ich Save As. Und dann rendern wir diesen Clip. Moment. Ja, Ordner habe ich und dann Render Animation. Da sind wir fertig. Alle Frames durchgelaufen und wir können das Fenster schließen. So, das war's jetzt quasi mit dieser Anleitung, mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet damit was anfangen und lasst mir sonst gerne eine Info in den Kommentaren, gebt mir ein Like oder sonst irgendwas. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, was man an guten Mustern mit dem Dynamic Paint noch machen kann. Und dann sage ich jetzt ciao und bis zum nächsten Mal. Und jetzt könnt ihr euch das noch einmal angucken, wie es dann im Ende aussieht. Alles Gute, bis dann und tschüss.